Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute geht es um das Thema Nebel im Wald. Ich will euch heute mal erzählen, warum ich im Herbst immer ein GPS oder zumindest einen kleinen Kompass mit dabei habe. Ja, dazu muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die mir wirklich so passiert ist. Und zwar bin ich vor ein paar Jahren auf dem Berg im Wald, habe da schön gelagert. Es wurde abends, ich hatte die Stirnlampe mit, alles war schön. Ich habe mir dann noch eine Erbsensuppe gekocht. Ja, und beim Zusammenpacken habe ich dann plötzlich festgestellt, hups, es ist ja Nebel. Nun wusste ich aber ganz genau, ich bin nicht weit vom Wanderweg weg und ich muss nur ein Stück laufen. Ja, also Sachen gepackt, die Richtung kannte ich von den Bäumen vom Lagerplatz, bin losgelaufen. Tja, und in diesem dichten Nebel, ich würde sagen, nach 10, 20 Metern musste ich ein Gebüsch umlaufen und habe dann völlig die Orientierung verloren. Ich bin dann wirklich im Kreis gelaufen. Ich hätte da so nicht mehr rausgefunden. Ich hatte damals das GPS neu, hatte das zum Glück auch an, habe aber versucht, alleine aus dem Wald wieder rauszufinden. Ich muss sagen, ich wäre kläglich gescheitert. Ich habe nachher das GPS zur Hilfe genommen und habe dann festgestellt, dass ich eigentlich genau in die entgegengesetzte Richtung laufe, weil ich völlig die Orientierung verloren habe. Ja, und aus solchen Sachen lernt man natürlich. Und seitdem nehme ich im Herbst immer, wenn ich in den Wald gehe, wo ich damit rechnen muss, dass Nebel auftritt, immer zumindest einen kleinen Kompass mit. Ich habe so einen kleinen von Suunto, den hatte ich euch gerade gezeigt. Der ist von der Richtung halbwegs genau. Oder natürlich die Luxusvariante GPS. Da habt ihr dann natürlich gar kein Problem mit, die Wanderwege wiederzufinden und euer Auto. Und ich will euch heute aber mal eine Technik zeigen, wie ich das mit dem kleinen Kompass mache. Ja, nehmen wir mal an, hier wollen wir lagern. So, jetzt bin ich frisch am Lagerplatz angekommen. Ich habe natürlich noch die Orientierung, es ist ja noch kein Nebel da. Ich weiß, dass ich jetzt aus der Richtung da gekommen bin. Und werde mir jetzt meinen kleinen Kompass nehmen vom Rucksack und werde den ausrichten. So, hier ist mein Kompass. Wie gesagt, das ist der kleine von Suunto. Obwohl er so klein ist, ist er wirklich halbwegs genau. Natürlich ist es kein Wander- oder Marschkompass, aber das brauchen wir in diesem Falle auch nicht. Ja, und mein Wanderweg, das weiß ich, liegt jetzt hier in diese Richtung. Der Kompass, der hat hier so einen kleinen Pfeil. Den mache ich mir jetzt so, dass das in die Richtung zeigt, in die ich laufen müsste. Und jetzt drehe ich mir hier den Ring auf die Nordmarkierung. Seht das? Das ist jetzt hier Norden ist auf Norden und mein Pfeil zeigt in die Richtung, in die ich wieder laufen müsste, um zu meinem Wanderweg zu kommen, damit ich die Orientierung wiederfinde. Ja, der Nebel, den besagten Tag war halt so dicht, dass ich also kaum noch 1 Meter, 2 Meter schauen konnte. Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr das mal üben wollt, könnt ihr den Kompass nehmen und dann macht ihr den Kopf runter, haltet euch so die Hand davor und dann lauft ihr einfach mal los, so dass er gerade noch so 1 Meter vor eure Füße schaut. Dann wisst ihr ganz genau, wie das ist im dichten Nebel und wie schnell man eigentlich die Orientierung verliert. Ja, und jetzt werden wir das mal simulieren. Ich werde jetzt mal mit dem Kompass loslaufen und werde nur nach unten schauen und dann wollen wir mal sehen, ob wir den Wanderweg wiederfinden. Der Norden ist jetzt auf der Nordmarkierung. Hier habe ich meinen Richtungspfeil jetzt, das heißt, ich muss in diese Richtung laufen. Los geht's. Das ist meine Richtung. Manchmal hat es auch Hindernisse, die müsst ihr dann umlaufen. Das sieht man im Nebel natürlich auch nicht. Wir laufen immer weiter
in die Richtung. Ah, hier hat schon ein Hindernis. Schauen, ob man hier durchkommt. Ja. 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 Es kann natürlich immer mal wieder sein, dass ihr auf ein größeres Hindernis kommt. Da müsst ihr das natürlich umlaufen. Aber ihr habt ja immer die grobe Richtung. Aha. Und hier ist unser Wanderweg gefunden. Ja, so funktioniert das. Das ist ein relativ einfacher Trick. Ihr braucht nicht mal eine Karte dazu. Der Kompass alleine reicht da schon, ausnahmsweise mal. Ja, und was gibt es bei Nebel denn eigentlich sonst noch zu beachten? Also ich würde auf jeden Fall sehr langsam und sehr vorsichtig laufen, weil teilweise, ihr habt ja keine Sicht, stehen dann solche Dinge hier im Weg. Nämlich sowas hier. Wenn ihr in so einen Ast reinlauft mit dem Auge, dann habt ihr ein echtes Problem. Es hat überall in Augenhöhe spitze Äste. Normalerweise kein Problem, aber im Nebel seht ihr die eben nicht. Also sehr vorsichtig laufen. Richtig spitz abgebrochen. Saugefährlich. Mit dem GPS ist das Ganze natürlich noch leichter. Ihr seht hier ganz genau, wo ihr lang gekommen seid. Oh, das Licht ist aus. Ihr seht hier ganz genau, wo ihr lang gekommen seid. Und könnt natürlich dementsprechend euch orientieren und den Weg wieder zurücklaufen. Ja, die nächste Sache, die zu beachten ist, ist Nebel bei Dunkelheit, wie es bei mir war. Ich hatte ja die Dunkelheit da überrascht und der Nebel. Müsst ihr noch beachten, wie ihr es jetzt schon am Atem seht, dass wenn ihr die Stirnleuchte oben am Kopf habt und nach unten leuchtet, ihr euch eine riesen weiße Säule vor euch habt, weil die Lampe das ganze Wasser im Nebel anleuchtet. Ihr seht also gar nichts. Da könnt ihr folgenden Trick machen. Setzt die Lampe ab, haltet sie in der Hand und nehmt sie unten in Hüfthöhe, unter Hüfthöhe. Dann strahlt ihr nur den Bereich unten vor euch aus und ihr habt nicht diese weiße Wand vorm Gesicht. Ja, mit diesen Tricks könnt ihr euch im Nebel orientieren, auch in der Dunkelheit. Und mit Hilfe von so einem kleinen Kompass oder Handy-App kommt ihr jederzeit wieder zurück zum Hauptwanderweg und könnt euch orientieren, dass ihr wieder nach Hause findet. Ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich vorher vergessen habe, die Richtung zu nehmen oder ich mich generell im Wald verlaufen habe? Da gibt es auch einen kleinen Trick, und zwar die sogenannte Kreissuche. Dazu habe ich mal ein kleines Video gemacht, das spiele ich euch jetzt ein. Wenn wir uns in einem Gebiet verlaufen haben, hilft die sogenannte Kreissuche. Die ist mit dem Kompass. Ihr braucht also nur einen Kompass, keine Karte. So, ich habe jetzt hier mal ein Gelände aufgemalt. Hier befindet sich ein Wohngebiet. Hier habe ich mal einen Wanderweg eingezeichnet. Und hier ist meinetwegen eine Straße. Okay, dann sagen wir mal, wir sind hier im Wald und wissen nicht mehr, wo wir sind und finden nicht mehr raus. Das heißt, das Ungünstigste, was wir jetzt natürlich tun könnten, wäre hier wild hin und her irren und würden laufen und laufen und laufen. Die andere Möglichkeit, die wir hätten, wäre gezielt in eine Richtung zu laufen. Da wissen wir aber nicht, ob wir wirklich auf irgendeinen Wanderweg stoßen oder ob wir noch tiefer in den Wald reinlaufen. Ja, und für dieses Problem gibt es die sogenannte Kreissuche. Das heißt, wir teilen das ganze Gebiet einmal auf in die 4 Himmelsrichtungen. Ich male das jetzt mal der Einfachheit halber so ein. Hier wäre Norden, Osten, Süden, Westen. Und genau so laufen wir auch. Und zwar fangen wir an. Wir laufen 100 Schritte, sagen wir mal, nach Osten. So, dann machen wir einen 90 Grad Knick immer nach rechts. Jetzt wieder 100 Schritte Richtung Süden. Dann nach 2 Malen verdoppeln wir, also rechnen wir nochmal 100 Schritte drauf. Das heißt, wir nehmen die
100 plus 100 sind dann 200 Schritte. Jetzt machen wir wieder den 90 Grad Knick. Wieder 200. Und jetzt legen wir wieder 100 da drauf. So, dann laufen wir in die Richtung 300 Schritte. So, jetzt wieder 90 Grad Knick. Wieder 300 Schritte und so weiter. Und wie ihr seht, laufen wir nicht ziellos hier irgendwo her, sondern wir laufen praktisch im Kreis und stoßen irgendwann entweder auf eine Straße, auf ein Wohngebiet oder auf einen Wanderweg. Ich mache das jetzt mal weiter hier. Also jetzt sind wir bei 300, zweimal gehabt, wieder 100 drauf. Dann laufen wir jetzt in die Richtung 400 Schritte. Wieder Rechtsknick. 400 Schritte. Jetzt wieder 100 drauf. Und schon haben wir den Wanderweg gefunden. Ja, so funktioniert die Kreissuche. So kann man sich aus dem Gebiet herausarbeiten, ohne zickzack zu laufen und die Orientierung zu verlieren. Das Einzige, was ihr wirklich dafür braucht, ist ein Kompass, dass ihr halt die Himmelsrichtung habt und irgendwas, wo ihr euch die Schritte merken könnt. Das können Knoten in der Schnur sein oder vielleicht habt ihr auch einen kleinen Zettel oder das Handy. Ja, das ist die Kreissuche gewesen. Eine super Technik. Ich habe es auch schon ein paar Mal benutzt. Es funktioniert einwandfrei. Selbst wenn ihr kleinere Differenzen habt, dann lauft ihr halt ein bisschen schräg, aber ihr kommt irgendwie immer aus diesem Gebiet raus. Ja, das war das Video zum Thema Nebel im Wald. Orientierung, was ihr machen müsst, wenn ihr vom Nebel eingeschlossen werdet und wie ihr wieder hinausfindet. Ja, ich hoffe, das Thema war interessant für euch. Euch hat das Video gefallen, dann gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich an dieser Stelle dann hier von euch verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Tschüss, ciao.